Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem BMW, Baujahr 2017, Diesel, das müsste der F33, F32 und F36 sein. Bei dem wollen wir speziell die Lüftungsdüsen austauschen, denn die sind kaputt gegangen und das Ganze funktioniert nicht mehr so schön. Original, gebraucht, ist meiner Meinung nach empfehlenswerter als Zubehör und geht relativ einfach zu tauschen. Zu empfehlen sind solche Zierleistenkeile, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und ja, wie man sehen kann, ist das von der Mittelkonsole. Und warum wir das Ganze austauschen, würde ich euch sehr gerne zeigen. Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Von XXL könnt ihr das Ganze euch zulegen oder von Amazon. Bei XXL kriegt ihr nochmal einen Rabatt, wenn ihr den Code VITYAWOLF benutzt. Alles unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Wichtig ist es, diese komplette Geschichte erstmal vernünftig auszubauen. Das geht eigentlich auch ohne. So. Und einmal hier ganz. So. Die ganzen Stecker ab und den Rest werden wir gleich auf der Werkbank machen. So, und den Rest können wir jetzt auf der Werkbank austauschen. Jetzt geht es hier weiter. Achso, warum wir es austauschen? Hier ist einmal alles kaputt. Hier, die komplette Geschichte. Das tauscht man einmal komplett aus. So, hier sind solche paar Nasen, die wir abmachen müssen. Ganz vorsichtig. Das war's schon. Den Warnblinker müssen wir noch umbauen. So, hier oben einmal drauf drücken. So, hier oben einmal drauf drücken und dann könnt ihr den nach vorne drücken. Also mehr brauchen wir von hier nicht. Jetzt nehmen wir die neue Einheit. Erstmal gucken, dass die Nasen hier auch heile sind. Bei gebrauchten Sachen ist das so eine Sache. Dann kann das Ganze hier wieder rein.
So, Warnblinker ist drin. Jetzt können wir das Ganze hier unten reinmachen. Lack. Und dann ist alles wieder drin. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann können wir das Ganze wieder einbauen. Also geht wirklich sehr, sehr gut ab und sehr gut wieder dran. Also sehr gut wieder dran, werden wir gleich sehen. Und jetzt können wir das Ganze wieder rückwärts zusammenbauen. So, Warnblinker ist drin. So. So, wie neu. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man das Ganze einmal ausbauen, umbauen. Ja, ging jetzt zum Beispiel auch ohne Zierleistenkeile, aber ich kann mir vorstellen, wenn das Auto jetzt vielleicht älter und älter sein wird, dann wird es schon etwas schwieriger sein, das Ganze da rauszubekommen. Versucht Schraubenzieher nicht zu benutzen, weil das macht Macken, deswegen zu empfehlen, die Zierleistenkeile sich zuzulegen. Das sollte damit schon funktionieren. Ja. Schreibt bitte alles zu dem Thema unten in die Kommentare, warum ihr das Ganze eventuell anguckt, austauscht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.